So, meine lieben Freunde der Leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute wird es nur ein Quickie, und zwar geht es um den Netzwerkmodus Horst, und zwar unter Docker, und das Ganze im Docker für Windows, was ja angeblich nicht funktioniert. Allerdings gibt es da schon seit einiger Zeit eine Beta-Version, und ab der Version 4.29 könnt ihr dieses Beta-Future benutzen. Dazu gehe ich mal ganz kurz in meinen Dogger. Wir haben auch einiges am Laufen. Das Smart Home jetzt mal ganz kurz hier. Home Assistent hier zum Beispiel, der verwendet auch den Host Mode. Der ist da auch sehr pingelig. Er hat nie richtig funktioniert. Es gab immer einige Sachen, die nicht funktioniert haben, weil eben, wie gesagt, der Host-Modus fehlte. Und ihr seht auch wirklich, er hat keinen Port mehr zugewiesen. Er läuft ja auch auf Host-Mode. Gut, wie kann ich das Ganze jetzt einschalten? Mein Beta-Modus für die Netzwerk-Host. Und das ist ganz einfach. Ihr müsst erst einmal angemeldet sein. Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn du einen Account angemeldet hast bei Docker. Wenn du dieses nicht hast, also wenn hier oben steht Sign In, dann klickst du jetzt da bitte drauf und gehst die Anmeldung durch, die dir da gegeben wird. Du folgst einfach dem Bildschirmverlauf und gibst deine Daten ein. Dann wird dein Docker Desktop für Windows verknüpft mit deinem Account, und dann hast du hier oben auch dein Kürzel drin stehen, und wenn du hier draufklickst, dann kannst du hier ein Account-Setting machen, Upgrade. Keine Angst, es gibt hier eine kostenlose Version, die reicht dir auch absolut aus. Du bist keine Firma mit, ich weiß jetzt nicht wie viel PCs, oder das wirst du nicht schaffen, und für den normalen privaten Gebrauch ist das auch kostenlos. Da achte einfach auf den Account, dass du kostenlos wählst. Dann hast du das drin, dann siehst du auch hier oben Personal, das ist auch der Account, den du wählst, also dieses Preisschema bzw. diese Mitgliedschaft. Personal ist 0 Euro Tarif, kostet dich also nichts, und Docker Desktop ist durchaus ein gutes Programm, da kann man das auch wirklich abschließen, und dem kann man auch vertrauen, was die Daten angeht. Wenn du das geschafft hast, dann gehst du hier oben auf Einstellungen. Ich kann dir das Sign-In jetzt nicht zeigen, weil ich es natürlich schon habe, ist klar. Und jetzt hier an meinem Docker Desktop nicht rumfummeln will, weil Docker ist ja doch manchmal ein bisschen empfindlich so in den ein oder anderen Angelegenheiten. Sprich, siehe Docker Compose Dateien, wenn man ein Leerzeichen zu wenig oder zu viel einrückt, dann spuckt er da ja schon wieder einen Fehler, ne? Also, ja, aber es ist nicht so. So, dann braucht ihr hier Futures in Development, also Erweiterungen für die Zukunft. Und hier unten kannst du dann hier das Enabled Host Networking anhaken. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist der ganze Zauber. Dann solltest du natürlich Docker neu starten. Das kannst du, wenn du hier unten einfach kurz draufklickst, rechte Maustaste auf deinen Docker und dann Restart Docker. Dann wird der ganze Docker-Umgebung neu initiiert und geladen, und damit bist du schon mal wieder am Laufenden. Gut, schauen wir mal ganz kurz rüber, wie sieht das aus. Nehmen wir mal Smart Home. Also auf Pi-hole habe ich es auch schon probiert. Ich habe ein Pi-hole momentan auch experimentell laufen unter Host Mode, und läuft eigentlich sehr gut. Einen Unterschied in der Anwendung merke ich jetzt eigentlich nicht. Ich hatte das vorher ohne Host Mode am Laufen, funktionierte eigentlich auch sehr gut. Aber wie gesagt, jetzt im Host Mode. Hier ist der Home Assistent. Und da siehst du auch hier, ne, da ist kein Port mehr drin. Das läuft jetzt also im Host-Mode. Und dass es auch funktioniert, kann ich dir jetzt auch im Endeffekt nochmal irgendwie ganz kurz zeigen. Da schalten wir mal um auf Safari. So, da sind wir jetzt auf den Home Assistant aufgeschaltet. Du siehst auch, das sind die Kamera. Ich habe die Docker-Version, und ich habe trotzdem meinen Home Assistant Community Store hier, den HACS. Da werde ich vielleicht noch mal ein anderes Video zu machen, wie ihr den da reinbekommt. Aber das ist auch kein großes Hexenwerk. So, dann kann man uns mal die Kamera aufrufen. Die haben hier in der Vorschau so ein bisschen, das liegt aber an der IMU. Da muss ich noch mal konfigurieren. Ich habe die Kamera ganz neu. Ich habe die jetzt bloß erst einmal drin hängen. Und hier hört ihr auch den Ton zeitverzögert. Ja,
Das ist jetzt Kamera steht nicht weit weg von hier, also machen wir das mal wieder aus. Dann die zweite Kamera ist eine Dualkamera, die hat 2 Cams inside. Und hier ist also genau dasselbe. Machen wir den Ton aus. So. Und wie gesagt, also ihr seht, funktioniert eigentlich soweit alles ganz gut. Das soll es auch für dieses Video schon gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Like, einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du generell Probleme haben mit deinem PC, mit der Umsetzung dieses Videos, Heimarbeitsplatz, ein ganz normaler Einzel-PC, ein einzelnes Notebook oder ein ganzes Netzwerk, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweiter Remote-Dienstleister. Der arbeitet für 25 € die Stunde gegen Auftrag, dafür bekommt ihr eine Rechnung. Es gibt keine Vertragsklauseln, Haken, Ecken und Ösen und auch sonst keine Abos oder sonstige Mitgliedschaften. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und die KSC verlinke ich euch nochmal unten im Video und natürlich auch den Blogbeitrag auf meiner Homepage. Ansonsten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Danke fürs Dabeisein.